Jahrhundertelang nannten sich die Habsburger stolz Erzherzöge von Österreich. Ein erblicher Adelstitel, den keine andere Dynastie besaß. Doch dieser Titel existierte ursprünglich gar nicht. Er entstand aus einem politischen Machtkampf, ehrgeizigen Plänen und einer Reihe gefälschter Urkunden, die Österreich auf eine Stufe mit den mächtigsten Fürstentümern des Reiches heben sollten. Ich bin Kathi, Stadtführerin in Wien, Kulturvermittlerin aus Leidenschaft und versuche euch heute in diesem Video zu erklären, wie nun genau aus der Idee eines gekränkten Habsburger Herzogs tatsächlich ein Titel wurde, den die Habsburger bis zum Untergang ihrer Herrschaft tragen sollten. So, und ich hoffe wirklich, man kann mich heute gut verstehen, weil es waren so viele Führungen in der letzten Zeit und das Wetter hat sich immer total geändert, deswegen meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, also ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Und ich bin echt gespannt, ob ihr zu diesem Video was beitragen könnt, denn ich bin da auf etwas gestoßen, wo es Unstimmigkeiten gibt. Also ich bin gespannt. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit musste zwischen angeborenen Adelstiteln und Herrschertiteln unterschieden werden. Die europäischen Staaten waren damals keine Nationalstaaten im heutigen Sinn, sondern sie bestanden teils aus vielen unterschiedlichen Territorien, die durch die Person des Herrschers zusammengehalten wurden. Die Titel machten die zentrale Rolle des Regenten sichtbar. Vor dem Aufstieg unter König Rudolf I. waren die Habsburger lediglich eine gräfliche Familie. Mit der Belehnung der Söhne Rudolfs mit dem Herzogtum Österreich im Jahr 1282 stiegen die Habsburger in den Rang von Herzögen auf. Grundlage dafür war die Entwicklung Österreichs unter den Babenbergern, der Familie, die vor den Habsburgern Österreich beherrscht hatten, die bereits 1156 durch das Privilegium Minus das österreichische Kerngebiet von einer Markgrafschaft zu einem Herzogtum erhoben hatten. Damit hatten die Herrscher von Österreich auch weitreichende Sonderrechte erhalten, darunter das weibliche Erbrecht. Wenn ihr zu den Themen mehr wissen wollt, ich habe hier auf diesem Kanal auch schon ein ganzes Video zur Geschichte der Babenberger in Österreich gemacht. Ich werde es euch in der Beschreibung oder oben hier auf dem i verlinken. Rudolf von Habsburg führte nun also im 13. Jahrhundert als erster Habsburger den Königstitel. Doch dieser war mit dem Wahlkönigtum des Heiligen Römischen Reiches verbunden und konnte nicht an die Familie weitervererbt werden. Mehrfach versuchten die Habsburger, das Herzogtum Österreich zu einem Königreich zu erheben. Doch diese Pläne konnten schlussendlich erst im 19. Jahrhundert verwirklicht werden, als Kaiser Franz Österreich zum Kaisertum erhob. Die Erlangung der deutschen Königswürde und der Herrschaft im Heiligen Römischen Reich blieben also lange Zeit das wichtigste Ziel dieser Dynastie. Da das Königtum von der Wahl durch die Kurfürsten abhing, waren die Habsburger dabei aber nicht immer erfolgreich. Die Goldene Bulle von Kaiser Karl IV. Im Jahr 1356 herausgegeben, das neue Grundgesetz des Reiches, schloss Österreich jedoch von einem direkten Einfluss auf die Reichsregierung aus. 7 Kurfürsten, vom mittelhochdeutschen Kur oder Kure für Wahl, sollten den König wählen und diese waren außerdem mit besonderen Privilegien ausgestattet. Da die Habsburger dabei leer ausgegangen waren, obwohl zu der Zeit gerade ein Habsburger der Schwiegersohn des amtierenden Kaisers Karl IV. War, reagierte dieser habsburgische Herzog, Rudolf IV., mit der Schaffung des sogenannten Privilegium Maius von 1359. Dabei handelte es sich um gefälschte Urkunden, die Österreich außergewöhnliche Rechte und einen höheren Rang innerhalb des Reiches zuschreiben sollten. Wenn ihr euch übrigens mehr für Rudolf, genannt Rudolf der Fälscher, interessiert, findet ihr seine Biografie auch hier auf meinem YouTube-Kanal. Und in diesem Dokument wird der Titel eines Pfalzerzherzogs geschaffen, der Herzog Rudolf mit den Kurfürsten gleichstellen sollte. Die Kurfürsten hatten ja auch alle Erzämter inne. Es handelte sich um Erzbischöfe, Erzkanzler, Erzkämmerer, Erzmarschall, Erzmundschenk, Erztruchsess etc. Mit dem Titel Pfalzerzherzog
Palatinus Archidux wurde von Rudolf eine Gleichstellung beansprucht, vor allem mit dem Pfalzgrafen bei Rhein und dem Herzog von Sachsen. Im Punkt 4 des Privilegium Maius steht einfach kurz und knapp: Erscheint der Herzog auf Reichstagen, ist er den Kurfürsten gleichzuhalten wie ein Pfalzerzherzog und hat den Platz zur Rechten des Kaisers, gleich nach den Kurfürsten. Die Legitimation als Pfalzerzherzog wird im Privilegium Maius von der Herrschaft der Habsburger über das Herzogtum Kärnten abgeleitet. Also das war die Begründung, warum gerade ein Pfalzerzherzog. Denn der Herzog von Kärnten war nach der Chronik des Johanns von Viktring und einem Einschub im Schwabenspiegel als Reichsjägermeister angeblich ebenfalls Inhaber eines Reichserzamtes gewesen. Doch Kaiser Karl IV. Erkannte das Privilegium Maius nie offiziell an. Und Rudolf führte dann seit 1361 den Erzherzogtitel ohne den Zusatz Pfalz, offensichtlich zumindest mit stillschweigender Zustimmung seines Schwiegervaters. Aber nicht offiziell. Der erste Habsburger, der diesen Titel nach Rudolf wieder für sich beanspruchte, war Herzog Ernst der Eiserne. Ab 1414 führte er den immer noch nicht offiziell anerkannten Titel Erzherzog. Doch sein Sohn sollte dann derjenige sein, der den erfundenen Titel zur Realität machen sollte. Denn das Privilegium Maius wurde von Kaiser Friedrich III. In den Jahren 1442 mit Zustimmung der Kurfürsten von Mainz, Brandenburg und Sachsen und schlussendlich mit Zustimmung aller Kurfürsten im Jahr 1453 bestätigt. Am Dreikönigstag dieses Jahres bestätigte Friedrich sich selbst und seinem Bruder sowie ihren Nachkommen diesen Titel und machte ihn damit zu geltendem Recht im Reich. Das historische Herzogtum Österreich, also Österreich ob und unter der Enns, mehr oder weniger das heutige Ober- und Niederösterreich, wurden nun zum Erzherzogtum erhoben. Aber eben Achtung, die anderen heutigen österreichischen Bundesländer waren damals nicht mitgemeint, denn die hatten ja einen eigenen Status. Also zum Beispiel die gefürstete Grafschaft Tirol, das Herzogtum Kärnten, das Herzogtum Steiermark etc. Aber warum passierte das Ganze nun gerade unter Friedrich? Naja, erstens war Friedrich der erste Kaiser aus der Dynastie der Habsburger und damit mit mehr Macht ausgestattet. Zweitens musste Friedrich damals auf die Vormundschaft von seinem Verwandten Ladislaus Postumus und damit auch auf dessen albertinische Ländereien verzichten. Zu dem Thema albertinische Linie und diese komplizierte Zeit der Habsburger Linienteilungen findet ihr auch ein Video auf meinem Kanal. Dadurch jedenfalls war Friedrich wieder auf seine eigenen innerösterreichischen Erblande eingegrenzt und vermutlich als Reaktion auf den Verlust der Vormundschaftsrechte bestätigte er eben am 6. Januar 1453 das Privilegium Maius. Die österreichischen Herzöge der innerösterreichischen Linie, also derjenigen, der Friedrich angehörte, wurden zu Erzherzögen erhoben und ihre Vorrechte neu festgelegt. Und warum erwähnt er explizit auch seinen Bruder? Das Ganze fällt ja in eine Zeit von innerdynastischen Machtkämpfen der Habsburger. Welche Linie würde triumphieren? Die albertinische, die leopoldinische oder die Tiroler Linie? Obwohl die beiden Brüder, Friedrich und Albrecht, auch Streitigkeiten untereinander hatten, zu Friedrich könnt ihr euch auch ein eigenes Video hier auf dem Kanal anschauen, fiel aber die Ausstellung des Privilegs in eine Phase der Aussöhnung. Herzog Albrecht VI. Verbesserte durch den Herzogstitel seine Stellung gegenüber den habsburgischen Verwandten Sigismund in Tirol und Ladislaus von der albertinischen Linie. Seit Friedrichs Sohn, Kaiser Maximilian I., war der Titel dann auch allgemein gebräuchlich. Eine weitere Bestätigung erfolgte dann noch 1530 unter Maximilians Enkel Kaiser Karl V. Ab dem 15. Jahrhundert führten also alle Mitglieder der Familie diesen Titel. Und hier ist mir jetzt eine Unstimmigkeit aufgefallen. Denn in meinen verwendeten Quellen, und das sind ja hauptsächlich Bücher von Experten geschrieben zur Habsburger Geschichte, wie jetzt zum Beispiel, das ist so ein Klassiker, von Karl Wosselka und Linne Heller, die Lebenswelt der Habsburger. Dann habe ich da Bücher zu Wappen und deren Titel, Schatzkammer mit den ganzen Privilegien etc., also offizielle
Bücher, die bestätigen genau das. Nämlich, dass alle Mitglieder des Herrscherhauses diesen Titel fortan trugen. Und auch auf der Habsburg-Expertenseite, wie ich sie nennen würde, die von der Schönbrunn Group betreut wird, die Welt der Habsburger, steht: Ab dem 15. Jahrhundert führten alle Mitglieder der Familie diesen Titel. Aber jetzt kommt's. Auf der Wikipedia-Seite, und das ist ja wahrscheinlich die Seite, die die meisten Leute sehen werden, da steht was anderes, und zwar, dass nur die regierenden Familienmitglieder als Erzherzoge bezeichnet wurden und erst ab der pragmatischen Sanktion von 1713 alle Habsburger diesen Titel trugen durften. Stand 1. Juni 2026. Aber ich habe auf dieser Seite keine Quellenangaben zu dem Thema gefunden und deswegen, ich persönlich würde jetzt eher meinen Büchern da vertrauen, aber wer mehr weiß, bitte um Infos in den Kommentaren, weil das sind ja jetzt wirklich zwei komplett unterschiedliche Aussagen. Jedenfalls, dieser durch das Privilegium Maius geschaffene Erzherzogtitel war nun auch eine einzigartige Rangstufe über dem Herzog, ähnlich wie Bischof und Erzherzog, und sollte den besonderen Status der Habsburger und damit Österreichs hervorheben. Damit wurde ja auch aus dem Herzogtum Österreich nun ein Erzherzogtum und der Titel ein Charakteristikum der Dynastie der Habsburger, da es auf der Welt kein zweites Erzherzogtum gab. Der regierende Erzherzog von Österreich behauptete im Reich den ersten Rang nach den Kurfürsten. Er führte zum Beispiel am Reichstag das Direktorium im Reichsfürstenrat während den Beratungen. Der Wandel vom Haus Habsburg zum Haus Österreich. Interessant ist nun, dass der Titel auf das Haus Österreich, also auf die Habsburger Dynastie insgesamt abzielte und nicht nur auf ein Territorium. Während Dynastien ja normalerweise nach ihrer Stammburg benannt wurden, wie es ja auch die Habsburger eigentlich waren, übertrug sich bei den Habsburgern nun zunehmend der Name des Landes auf die Familie, Haus Österreich. Seit dem 14. und eben besonders 15. Jahrhundert wurde dieser Begriff Haus Österreich immer häufiger verwendet, um die Einheit der Dynastie zu betonen. Um sich von anderen Dynastien abzugrenzen, wurde in der Folge auch die Bezeichnung Erzhaus verwendet. Und dies machte dann jeden Zusatz überflüssig, also vom Was das Erzhaus, da es ja kein anderes Erzhaus gab und unterstrich eben die Einzigartigkeit der Herrscherfamilie. Die Betonung der familiären Zusammengehörigkeit war besonders wichtig, da die Habsburger wiederholt ihre Besitzungen unter verschiedenen Linien am Anfang aufteilten. Im 16. Jahrhundert existierte eine spanische und eine österreichische Linie des Hauses. Beide führten weiterhin die Titel Erzherzog von Österreich, Graf von Habsburg und zum Beispiel auch Graf von Tirol, auch wenn diese Titel oft nur noch symbolischen Charakter hatten. Gleichzeitig dienten sie dazu, mögliche Erbansprüche auf die Besitzungen der jeweils anderen Linie zu unterstreichen. Während in Österreich aber alle Mitglieder des Hauses Habsburg den Erzherzogtitel führten, war er in der spanischen Linie ausschließlich den regierenden Monarchen vorbehalten. Vielleicht liegt hier auch diese Konfusion mit dem Wikipedia-Artikel. Nach dem Aussterben der spanischen Habsburger im Jahr 1700 übernahmen die Bourbonen jedoch den gesamten spanischen Königstitel, einschließlich des Erzherzogstitels. Und dies führte zu heftigen Protesten der österreichischen Habsburger. Kaiser Karl VI. Betrachtete den Titel Erzherzog von Österreich als ausschließliches Vorrecht seines Hauses und erkannte dem bourbonischen König Spaniens dieses Recht nicht zu. Gleichzeitig hielt er selbst aber weiterhin am Anspruch auf die spanische Krone fest. Trotz dieser Einwände führten die spanischen Bourbonen den Titel weiter. Sogar Joseph Bonaparte, den Napoleon 1808 auf den spanischen Thron setzte, nannte sich Erzherzog von Österreich. Die österreichische Seite protestierte zwar wiederholt, konnte dies aber praktisch nicht verhindern. Deshalb wurde der Titel in der Diplomatie zwar geduldet, jedoch mit dem Hinweis versehen, dass daraus keine rechtlichen Ansprüche abgeleitet werden dürften. Und als Kuriosum am Rande sei hier angeführt, dass der letzte regierende Monarch, der den Titel Erzherzog von Österreich führte, nicht der letzte österreichische Kaiser Karl gewesen war, sondern der spanische König
Alfons XIII., der 1931 abdankte. Die Privilegien der Erzherzoginnen und Erzherzoge. Der Erzherzogstitel stand jedem Mitglied des Hauses Habsburg von Geburt an zu, unabhängig davon, ob die betreffende Person später selbst regierte. Mit diesem Titel war zunächst die Anrede Durchlaucht verbunden. Erst unter Franz I. erhielten die Erzherzoge und Erzherzoginnen den höheren Rang einer königlichen Hoheit sowie das Prädikat Durchlauchtigst. Diese Änderungen waren vor allem für das höfische Zeremoniell von Bedeutung, in dem Rangunterschiede äußerst genau beachtet wurden. Die Erzherzoge und Erzherzoginnen standen rangmäßig über allen anderen Adligen. Übrigens, wenn ihr gerne mal ein Video zum spanischen Hofzeremoniell hättet, lasst es mich auch sehr gerne in den Kommentaren wissen. Das 1839 vom Kaiserhaus erlassene Familienstatut schrieb ihnen vor, Eheschließungen, Wohnsitzwechsel und Auslandsreisen vom Kaiser genehmigen zu lassen und nur standesgemäß zu heiraten. Nicht standesgemäß entstandene Kinder waren von der Zugehörigkeit zum Erzhaus und von jedem Anspruch auf die Thronfolge ausgeschlossen. Und auch hier wieder eine Frage, würde euch mal ein Video zu den unstandesgemäßen Ehen der Habsburger interessieren? Zur standesgemäßen Versorgung von Familienmitgliedern, die nicht über ausreichendes persönliches Einkommen verfügten, diente der unter der Aufsicht des Kaisers verwaltete allerhöchste Familienversorgungsfonds, auch Familienfideikommiss genannt, der am 3. April 1919 im Habsburger Gesetz von der Republik Österreich konfisziert wurde. Am selben Tag wurde im Adelsaufhebungsgesetz österreichischen Staatsbürgern der Gebrauch sämtlicher Adelstitel verboten, womit auch der Erzherzogtitel in Österreich erlosch. Auch zu diesem Thema habe ich bereits ein Video gemacht. Ihr findet es hier auf dem Kanal. Der Erzherzogshut. Als Insignie des Familienoberhauptes diente der österreichische Erzherzogshut. Dieser geht auf die Idee von Rudolf IV. Zurück, der sich im Privilegium Maius das Recht zusprach, eine Krone tragen zu dürfen, was vom Kaiser Karl IV. Aber strikt unterbunden wurde. Auf seinem Porträt ist Rudolf mit einer Zackenkrone dargestellt, die dann wahrscheinlich das Vorbild späterer Erzherzogshüte war. Der erste historisch eindeutig belegte Erzherzogshut, der angefertigt wurde, heute allerdings nicht mehr erhalten ist, wurde von Ernst dem Eisernen in Auftrag gegeben, von dem wir ja auch bereits gehört haben, dass er auch der Erste war, der den Erzherzogstitel, wenn auch inoffiziell, aktiv nach Rudolf wiederführte. Der heutige österreichische Erzherzogshut wurde von Erzherzog Maximilian III. Gestiftet und 1616 in das Augustiner Chorherrenstift Klosterneuburg gebracht. Er wurde dort als Landeskrone des Erzherzogtums Österreich und zugleich als Symbol der Einheit der österreichischen Erblande gestiftet. Die Stiftungsurkunde schrieb ausdrücklich vor, dass der Erzherzogshut beim Grab des heiligen Leopold, des Landesheiligen, verwahrt werden müsse. Durch die Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe des Landespatrons sollte die Leopoldskrone eine ähnliche symbolische Bedeutung erhalten wie die heilige Stephanskrone für Ungarn oder die Wenzelskrone für die Böhmen, als sichtbares Zeichen der Legitimität und der Herrschaft über das Land. Unter Androhung des Kirchenbanns durfte die Krone das Kloster nur zu besonderen Anlässen, etwa bei der Erbhuldigung des neuen Herrschers, verlassen und selbst dann höchstens für 30 Tage. Bis heute kann er in der dortigen Schatzkammer besichtigt werden. Da dieser Maximilian III. Allerdings auch Landesfürst von Tirol war, stiftete er auch einen Tiroler Erzherzogshut. Diese Bekrönung ist heute im Museum der Wallfahrtskirche Maria Stein ausgestellt. Was als Fälschung Herzog Rudolfs IV. Begann, entwickelte sich zum wichtigsten Merkmal der Habsburger Dynastie und prägte das Selbstverständnis der Familie über mehr als 5 Jahrhunderte. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like und ein Hype da, das ist sogar 3-mal wöchentlich für neue Videos möglich. Abonniert den Kanal und schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von dieser Geschichte? Danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.